So, herzlich willkommen an der FarmCon 26 und an der K2i Map Präsentation. Mein Name ist Kenan, ich bin 3D-Artist und war jetzt voll Elan mit dem gesamten Level-Art-Team an dieser neuen K2i Map dran. Wir haben hier auch ein super passendes Foto mit mir zusammen und dem flauschigen Kollegen hinten dran. Das ist auch ein riesiges Bestandteil von unserer Erweiterung, aber heute geht es hier in meiner Präsentation um die Map. Zusammengefasst, und was ist K2i eigentlich? Was ist neu? K2i basiert auf einer ländlichen, sehr üppige brasilianische Landschaft mit sehr weitlaufenden Hügeln und sehr kurvenreichen Fluss. Die Map ist visuell geprägt durch den sogenannten Terra Roja. Das ist dieser sehr eisenoxide-reicher roter Boden, den man hier sieht. Das ist sehr ein markantes Merkmal von der Map. Was auch noch sehr markant ist, sind diese tropischen atlantischen Regenwälder mit dieser diversen Flora, die wir in der Map haben. Ist nicht unsere erste südamerikanische Map. Für diejenigen, die unter euch schon seit LS17 dabei sind, kennen vielleicht die erste Map. So, was gibt es jetzt eigentlich Neues? Wir haben ein paar neue Produktionsstätten, einige Produktionsstätten, die sich um Kaffee handeln. Hankerum haben wir auch ein neues Prozess mit Farbherstellung. Was ihr hier jetzt auf dem Vorschau seht, ist diese Farbfabrik. Weil es Brasilien ist, haben wir keinen traditionellen Winter mit Schnee, Eiszapfen und Schneemännern, sondern hier unterscheiden wir von Trocken- und Regensaison. Zusätzlich haben wir auch neu, was ich euch im Meta noch mehr zeigen werde, sind diese neuen hochauflösenden Straßen, die wir haben, mit der wir eigentlich mit dem Building Shader zusammenarbeiten. Und natürlich haben wir neue Bäume, neue Gebüsche und auch eine passende Fauna zur Region. Ich glaube, ich rede nicht länger und sage euch jetzt mal die Map. Wir beginnen hier in der Starterfarm. Hier seht ihr auch das Starterhaus, das wir haben in dieser Farm. Man sieht auch, wir haben ein Interior hier. Hier kann sich der Spieler umkleiden, kann auch den Speicherstand speichern. Und nun draußen sehen wir auch das Sortiment an Fahrzeugen, das euch zur Verfügung steht auf der Starterfarm. Für unsere Spritztour nehmen wir aber den Deutz-Fahr. So, von der Farm aus fahren wir jetzt Richtung Urwald. Das liegt nämlich gleich hier vorne. Und ihr habt ja auch einen guten Einblick auch auf den Fluss, den wir in der Map haben. Der geht eigentlich durch die ganze Map durch. Über die Holzbrücke sehen wir dort schon vor uns ein Gebäude. Das ist auch ein Teil der Produktionsprozesses für Kaffee. Da werdet ihr später noch etwas mehr dazu hören. Aber man sieht jetzt auch von der anderen Seite, dass das Ganze auch von Wasser betrieben wird, was sehr typisch für diese Region ist. Die Straße jetzt aber hier hoch, kommen wir langsam zur Hauptstraße. Wenn man jetzt hier rechts abbiegen würde, fahrt man zum Dorf. Das werdet ihr dann später ein bisschen genauer sehen. Wir fahren jetzt aber links hier durch, nämlich da gibt es etwas, was ich euch gerne zeigen möchte. So, der Straße entlang biegen wir jetzt links ab. Da haben wir schon die erste Tankstelle, die wir haben. Das ist die etwas kleinere Tankstelle. Wir haben zwei in der Map. Die viel größere Tankstelle, die zweite, die steht dann im Dorf. Hier sind wir wieder im Urwald, aber fahren jetzt den Hang hoch. Nämlich, da sehen wir schon unsere neuen Pflanzen, nämlich Kaffee. Viele von uns könnten den Tag nicht ohne Kaffee starten. Und es ist sehr typisch für Brasilien eigentlich generell, dass diese Pflanzen auf den Hügeln platziert werden. Im Horizont da vorne seht ihr auch ein zweites Farmhaus. Das ist viel größer als das erste, das ihr gesehen habt. Was auch sehr typisch ist für solche Regionen, sind diese Erdwände, die man hat. Das ist sehr ein dichter Boden. Und man sieht jetzt auch hier, wie weitgehend diese Hügel sind. Vorne links steht auch noch ein weiterer Kaffeeverarbeitungsstätte. Und wie vorhin erwähnt, diese Farmhäuser
Etwas ganz Cooles an unserer Erweiterung, wir haben insgesamt 6 neue Farmhäuser für euch, alle auch mit Interiors ausgestattet. Und da gibt es noch etwas Cooles zu sagen und zu zeigen bei diesen Farmhäusern. Zuerst sind wir hier mit dem John Deere Gator unterwegs. Wir liefern nämlich Farbe mit. Wir haben hier links von uns steht die Farbfabrik. Ihr könnt jetzt mit dieser Erweiterung Farbe herstellen. Farbe stellt man mit Farbstoff und Harz her. Und für Farbstoff könnt ihr da Kupfer, Eisenerz, rote Beete, Spinat, Holzspäne und Kaffeebohnen unter anderem verwenden. Und Harz gewinnt man durch die Holzherstellung. Man sieht ja auch links, das ist das Dorf, das ich erzählt habe. Wir fahren hier aber zum Sanktuarium, das seht ihr hier oben am Hügel stehen. Nämlich, das braucht dann unbedingt einen frischen Anstrich. Und deshalb liefern wir diese Farbe jetzt auch aus. Ihr habt jetzt auch einen guten Überblick über das Dorf. Im Dorf selber haben wir auch verschiedene Produktionsstätten. Wir haben Spinnerei, Logistikzentrum, Papierfabrik haben wir dort unter anderem und auch die Tankstelle, die ich vorhin erwähnt habe. Aber dass wir jetzt zum Sanktuarium kommen, biegen wir hier rechts ab. Da seht ihr auch wieder im Hintergrund die Farbfabrik, die wir haben. Und ihr seht auch viele Felder, die wir auch zur Verfügung gestellt haben. Hinten steht noch die Ölraffinerie und da vorne wäre dann auch der Tierhändler. So, hier oben schon angekommen. Machen wir einen kurzen Weg hier nach links und man sieht das Sanktuarium schon und man sieht auch dringend einen Anstrich und deshalb liefern wir die Farbe auch aus. Das heißt jetzt eigentlich, hier oben befindet sich auch ein Selling Point für die Farbe. Und was dann passiert, wenn wir es ausgeliefert haben, sieht jetzt mit dieser Zeitraffer. So, wir haben genügend Farbe ausgeliefert und wir sehen, wie sich die Verwitterung an der Fassade verändert. Also sie verschwindet sozusagen. Es hat einen neuen frischen Anstrich bekommen. Wir machen jetzt aber nochmal das Gleiche. Wir springen mit der Zeit hervor, haben einen Zeitraffer und man sieht mit der Zeit, mit dem Hagel, mit dem Regen, kommt diese Verschmutzung wieder zurück. Man sieht, wie sich der Verschleiß unter den Fenstern ansammelt. Man sieht auch, wie die Ränder sich ein bisschen, der Lack darauf sich abblättert. Das heißt eigentlich, soweit könnt ihr wieder die Farbe ausliefern. Also es besteht immer noch eine Nachfrage für Farbe. Das Gleiche passiert auch bei den Farmhäusern. Wir haben jetzt hier auch Farbe geliefert, machen eine Zeitraffer und nach ein paar Monaten erscheint es wieder im neuen Glanz. Und das ist bei allen Farmhäusern so. Machen auch einen ziemlichen Zeitsprung wieder nach vorne und wir sehen jetzt auch, wie das Ganze ein bisschen rustikaler wird. Also diese Abnutzung, die kommt ja wieder zurück. Und etwas hier ist zu sagen, also wir haben ein paar vorplatzierte Farmhäuser schon in der Map drin, die haben schon ein gewisses Alter. Wenn ihr mit einem Bautool ein neues Farmhaus platziert, das ist natürlich einen frischen Anstrich. Das ist nämlich cool, weil jetzt haben wir nicht nur eine Zahl, die das Alter vom Gebäude repräsentiert, sondern man sieht es auch visuell dann auch an. Und es ist euch überlassen, ob ihr das Ganze hier rustikal halten möchtet oder es frisch machen möchtet. Wie gesagt, bei allen 6 Farmhäusern habt ihr dieses Feature drin. Ich habe es vorhin erwähnt, Regensaison. Wir haben jetzt das Ganze ein bisschen markanter gemacht. Wir fahren hier auch wieder zum Dorf hin. Wir haben jetzt auch den Fahrzeughändler. Und man sieht auch hier, dass wir jetzt neue Pfützen haben, nicht nur auf den Straßen, sondern auf dieser großen Betonfläche. Und was man jetzt ziemlich sieht, dieser markante rote Boden ist jetzt viel dunkler geworden. Das hat damit zu tun, dass sich hierbei um ein sehr durchlässiges Material handelt, das das Wasser aufsaugt und sich dadurch verfärbt. Und das haben wir bei sozusagen allen Strukturmaterialien. Sozusagen auch beim Asphalt, der wird auch entsprechend dunkler.
Was jetzt auch sehr typisch ist für Brasilien, sind diese Boulevards, die wir hier haben, mit den parkierten Autos rechts. Und ich würde sagen, man achtet sich jetzt auf das Gebäude rechts, das Grüne. Nämlich, wenn man das jetzt von der Seite schon ansieht, sieht man, dass die Fassade mehr glänzt. Das hat jetzt auch damit zu tun, dass das Material eher weniger durchlässig ist. Das heißt, Wasserschicht bildet sich auf der Oberfläche drauf und es fängt sich an, mit dem Licht dann zu glänzen. Wie das Ganze dann genau funktioniert, zeige ich euch jetzt bei unserem Editor. Hier haben wir wieder den Fahrzeughändler. Und speziell, man achtet jetzt auf dieses Mauerwerk, das wir hier haben. Wir sehen diese Verfärbung. Wenn ich jetzt die globale Nassheit der Map einstelle, kann ich das Ganze trocken machen. Ich kann den Regen nochmal einstellen, also das Ganze wird nass, machen es wieder trocken, wieder nass. Und ihr seht, diese Verfärbung passiert durch die Nässe in der Map. Und das Coole ist, wir können das pro Material dann steuern. Sprich, bei diesen Ziegelsteinen handelt es sich um so mehr ein poröses Material, das Wasser aufsaugt. Und ich kann da natürlich sagen, gut, eine Wasserschicht bildet sich immer noch, ich kann das dann fein steuern und sagen, mach es ein bisschen glänziger. Was ich sonst noch machen kann, ist, ich kann diese Porosität auch abstellen. Das ist praktisch, wenn wir zum Beispiel Materialien haben wie Metall, das saugt ja kein Wasser auf, das bildet sich einfach eine Wasserschicht, das heißt, die Farbe verändert sich hier nicht. Und wie gesagt, das können wir pro Material dann auch steuern. Was wir auch steuern können, ist dieser Farbverlauf, den wir haben. Ich kann jetzt sagen, von oben soll es ein bisschen weniger sein, oder ich kann das komplette Gebäude komplett nass machen. Andersrum kann ich das natürlich von unten auch steuern. Ich kann sagen, der Verlauf soll weniger sein, mehr sein. Also frei überlassen, je nachdem, was für eine Art Gebäude und Material das man hat, kann man das schön steuern. Und wie gesagt, Material, also wenn ich jetzt haben möchte, dass diese Betonsäulen, die wir hier haben zwischen den Ziegelsteinen, dass diese komplett nass sind, kann ich das machen. Wir haben jetzt auch bei diesem Gebäude ein Metalldach. Dort haben wir diese Porosität auch abgestellt natürlich und das glänzt halt einfach mehr, wenn es regnet. Und dieses Feature, respektive diese Erweiterung, ist ein Teil von unserem Building Shader, das wir letztes Jahr präsentiert haben. Nämlich, wir haben jetzt ein System für diejenigen, die letztes Jahr nicht dabei waren. Wir haben ein Multi-Material-Setup bei unseren Gebäuden. Das heißt, wir haben Material für die grüne Fassade, wir haben Material für den Beton, wir haben Material für die Dachziegel und so weiter. Und jedes dieser Materialien hat 3 zusätzliche Detailschichten. Verschmutzungen, Beschädigungen, Moos, Flechten, was auch immer man braucht für Material. Und die steuern wir dann per RGB, also pro Rot-Gelb-Blau-Maske. Und diese Maske malen wir dann von Hand. Sprich, man achtet sich bei diesem grünen Gebäude jetzt mal einfach auf den weißen Anstrich, den man da hat. Man hat noch Beschädigungen beim Dach oben und man hat Verschmutzungen im unteren Bereich der Fassade. Wenn ich jetzt aber die Ansicht wechsle, seht ihr, wie die Maske dann aussieht. Und ihr seht, dass wir diese Details von Hand eingemalt haben. Und das läuft auf eine separate Ebene vom Gebäude selber. Was ich vorhin gezeigt habe, ist ein neues Feature, also dass wir die Nassheit dieses Gebäudes auch steuern können. Was wir zusätzlich noch haben, ist, was wir noch also eine Alpha-Map auf die Maske malen können. Das ist dann besonders wichtig bei den Straßen. Was auch noch sehr hilfreich für die Straßen sind, ist, dass wir ein Alpha-Muster haben, das dann diese Pixel verblenden kann. Das ist speziell cool, wenn man eine sehr gering auflösende Maske hat, dass man das Ganze noch ein bisschen knackig darstellen kann. Und mit ein bisschen Magie können wir die Interiors, die Innenräume von den Häusern ziemlich raffiniert darstellen. Alle diese Features zeige ich euch jetzt ein bisschen mehr im Detail. Zuerst aber die Straßen. Wir haben jetzt hier so eine Kreuzung-Kreiselmischung, sehr typisch für Brasilien. Und wie gesagt, auf diesen Straßen haben wir jetzt auch diesen Building Shader drauf. Respektive die Details stehen auf einer Maske, es besteht aus verschiedenen Materialien. Wie die Maske dann genau aussieht, zeige ich euch jetzt hier. Ihr seht hier im Beispiel, dass wir jetzt bei Rot Beschädigungen angemalt haben, wir haben Grün Verschmutzungen und Blau ist dann die Verfärbung von den Reifen.
Und ich kann hier die Intensität auch einstellen. Also ich kann sagen, das Ganze soll komplett zerstört sein, das Ganze soll komplett verschmutzt sein. Und auch kann dort natürlich die Farbe auch fein einstellen, wenn ich das möchte. Und eins dieser neuen Features ist diese Verblendung mit einem Muster, mit diesem sogenannten Alpha-Blend. Dafür schauen wir uns die Straße ein bisschen genauer an. Für dieses Beispiel schauen wir uns mehr diese Verzweigung an, nämlich wir haben hier eine Ansammlung von Verschmutzung an diesen Ecken und ich kann dann anhand von diesem Muster den Detailgrad noch feiner einstellen. Das heißt, ich kann mit den Parametern die Kachelung oder die Wiederholung dieser Textur feiner einstellen. Ich kann sie komplett abstellen, wenn ich das möchte. Ich kann sie vergrößern, wenn ich das haben möchte. Was ich zusätzlich noch machen kann, ist, ich kann die Intensität noch ein bisschen verfeinern, respektive ich kann das Ganze richtig knackig machen, richtig intensiv, oder ich kann es fein machen. Je nachdem, was für eine Art von Beschädigung das man hat, kann man das passend auch aussuchen. Hier haben wir Asphalt, also diese Verschmutzung soll sich auch in den Vertiefungen einfüllen, deshalb machen wir das Ganze ein bisschen knackig. Und hier einfach auch zur Überschau, so sieht das aus, wenn wir diese Verblendung abstellen. Also ihr seht, was das ausmacht, diese Detailgrad ein bisschen. Und das ist speziell, weil wir haben hier eine riesige Struktur, also dieser Kreisel ist mehrere Meter groß. Das heißt, wir können dort nicht so viel Detail einmalen und so haben wir nochmal einen zusätzlichen Grad, wo wir das Ganze ein bisschen mehr steuern können. Was eben auch neu ist, ist, dass wir eine Alpha-Map auf der Maske haben. Sozusagen können wir die Transparenz einer Struktur auch steuern. Das heißt, wir haben hier bei der Straße, ihr seht, das Ganze ist gekachelt, das heißt, es ist durchsichtig dort. Wir haben hier ziemlich viel Detail entlang der Straße ran. Das modellieren wir natürlich nicht, das wird dann von der Textur gesteuert. Und auch diese wird von der Alpha-Verblendung, also dieses Muster, das ich euch vorhin gezeigt habe, gesteuert. Kann auch die Größe, die Intensität und die Schärfe dieser Maske dort fein einstellen. Hier auch ein anderes Beispiel mit den Straßen. Hier sind wir in der Stadt, respektive im Dorf. Und was typisch ist für Brasilien, sind diese hexagonal geformten Pflastersteine, die wir haben. Und über die wird ja normalerweise eigentlich Asphalt drauf geschüttet. Wir haben hier auch zusätzlich diesen Detailgrad, den wir bei der letzten Straße hatten. Sozusagen kann ich die Beschädigung dort steuern. Ich kann das Ganze noch ein bisschen kontrastreifer machen. Ich kann es ein bisschen schön sanft machen, wenn ich das haben möchte. Und was wir noch zusätzlich haben auf dem grünen Kanal, ist Asphalt selber. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Multimaterial-Setup. Das heißt, wir haben Material für dieses Pflaster und wir haben Material für den Asphalt. Wenn ich diese Verblendung abstelle, ihr seht hier, es ist eine ziemlich scharfe Cut durch das Mesh. Und indem, dass wir das Asphalt sozusagen auf der grünen Maske eingemalt haben, können wir dort eine schöne Verblendung machen. Wie ihr hier jetzt nochmal seht. Was auch Teil von diesem Building Shader ist, dass wir die Information von der unterliegenden Textur, das ist beispielsweise dieses hexagonale Pflasterstein, können wir dort die Heightmap rausziehen und dem Shader sagen, verblende mir das bitte in dem Grad. Also respektive, verblende mir bitte alles, was in die Tiefe geht, mit Asphalt. Und das entspricht auch dem Realismus. Und was ganz cool ist, wir konnten ihm dadurch, dass wir diesen Workflow verändert haben, die Schärfegrad oder die Auflösung von den Texturen verdoppeln. Auch ein neues Feature bei den Gebäuden, respektive bei den Innenräumen. Das vorhin angesprochen ist ein bisschen magisch, das Ganze. Ihr werdet es jetzt nochmal sehen. Ich ziehe jetzt mal diese Innenräume raus, dass man es ein bisschen besser sieht. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen näher anschauen, seht ihr, es befindet sich dort ein 3D-Raum. Aber wenn wir es von hinten anschauen, ist es flach.
Also hierbei handelt es sich um einen sogenannten Parallax-Effekt und wir können so Innenräume ziemlich vereinfacht, aber mit einem hohen Detailgrad auch darstellen. Wir haben zusätzlich auf dieser Plane haben wir Glas, Vorhänge und den Innenraum selbst. Wir können mit den Parametern die Tiefe des Raums einstellen, je nachdem wie groß die Plane ist, weil möchten wir es ein bisschen tiefer haben, wenn es klein ist, wollen wir weniger tief haben. Was wir zusätzlich auch noch steuern können, ist, wie nah der Vorhang am Fenster ist. Und was ihr auch noch seht, ist, wir können mit diesem Tool, mit diesem Shader, die richtigen Lichtbedingungen sozusagen simulieren. Also wir haben Schatteneinwürfe, wir haben Lichtbedingungen sozusagen und das passiert alles auf einer flachen Plane. Ihr seht es hier ein bisschen genauer in unserem 3D-Bearbeitungstool. Das ist das gleiche Haus, hier sieht es jetzt einfach rot aus, weil es in der Map grün gefärbt wurde. Aber es ist immer noch die gleiche Textur. Das kann man im Übrigen auch noch steuern, die Farbe der Textur. Hier sehen wir diese Plan. Dieser Effekt wird diesem 3D-Bearbeitungstool nicht reproduziert, aber man sieht es ein bisschen. Man sieht eigentlich, dass es eine flache Plane ist. Und wie gesagt, es besteht aus 3 Ebenen. Wir haben Glas auf der ersten Ebene, wir haben Vorhänge auf der zweiten Ebene. Und wir können hier aus dem Sortiment von verschiedenen Vorhängen das Passende aussuchen. Das gleiche auch mit den Innenräumen. Und hierfür haben wir diese Plane, die sich genau in diese Passform einfügt. Wir können sozusagen diese Plane in diesem UV-Shell auswählen und dann können wir es frei umplatzieren und uns etwas Passendes aussuchen. Wir haben jetzt hier in diesem Beispiel einen Vorhang. Wenn ich das jetzt aber im Tool verschiebe, haben wir andere Vorhänge. Respektive können wir etwas Passendes aussuchen. Ihr seht, hier haben wir diverse Sachen. Ihr habt ja das Sortiment gesehen. Können wir was Schönes aussuchen. Ja, für ein Badezimmer vielleicht nicht ein Vorhang. Aber ja, Riesenauswahl. Da suchen wir uns das aus und das gleiche auch mit dem Hintergrund selber. Wir können vom Badezimmer, Schlafzimmer, Küche, was auch immer, was gerade für dieses Fenster am besten passt. Und auch wichtig zu sagen ist, vorhin, bevor wir diese Art und Weise hatten, Innenräume darzustellen, waren alle diese 3 Ebenen separat voneinander. Sozusagen hatten wir 3 separate Meshes für Innenraum, ein separates Mesh für die Vorhänge, ein separates Mesh für das Glas. Hier ist alles in einem Mesh. Das heißt, es ist effizienter und auch ressourcensparender, weil es sich um ein Objekt handelt. Das Ganze war ein bisschen technisch. Auf einer trockenen Ebene möchte ich diese Präsentation jetzt sehr ungern enden. Nämlich wir haben jetzt hier noch ein neues Bauprojekt für euch, das ich euch jetzt gerne zeigen werde. Nämlich wir sind hier zurück in unserem Gator. Vorhin hat es ja geregnet, jetzt kommt die Sonne hervor, der Regen hat aufgehört. Wir befinden uns aktuell im Rande der Map. Ihr seht, wie üppig diese Region auch ist. Wir folgen jetzt aber nicht der Straße und biegen hier ab. Und hinter dem Nebel befindet sich schon unser Bauprojekt. In unserer Vorschau ist das Bauprojekt schon bereits fertiggestellt, aber hierbei handelt es sich um eine Forschungsstätte. Und was cool ist, zeige ich euch, wie es drinnen aussieht. Nämlich in der Forschungsstätte drin haben wir verschiedene Plakate platziert, die euch mehr Details und Informationen über die Region selbst auch erzählt. Ihr findet auch Plakate über Bäume, Gebüsche, über das Zuckerrohr, das wir noch haben, über den Kaffee selber, über Alpakas und auch traditionelle Instrumente und Eigenschaften von der Region selber. Und das Ganze steht in einem Gebäude, das so im traditionellen Baustil erbaut wurde. Also seht doch diesen Strohdach, den wir haben, diese Holzkonstruktion, die man hat. Und das ist ein schöner Regenwald. Ja, so ein Ventilator wäre jetzt ziemlich cool. Aber jetzt hier rückblickend auf unsere Forschungsstätte im Regenwald, danke ich euch herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die Map.
und es war mir alle Ehre, euch Katuai vorzustellen. Vielen Dank. Danke.